Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Die Zugmaschine vom KISS Tour Truck ist jetzt fertig und aus dem Grund schauen wir uns heute die abgeschlossenen Arbeiten an. Ich zeige euch die Stärken und Schwächen, die jetzt zum Schluss noch aufgetreten sind, und natürlich gibt es dann einen kleinen Ausblick auf die kommenden Arbeiten. Also, bis gleich! Wie vom Intro schon erwähnt, ist die Zugmaschine soweit fertig und die möchte ich euch heute zeigen. Es hat sich da sehr viel getan, wegen dem rede ich da jetzt nicht lange um einen heißen Brei herum, sondern leg gleich mal los. So, wie ihr da sehen könnt, habe ich die Decals da schon alle fertig drauf. Letztens mal, glaube ich, war es ja nur auf der einen Seite. Jetzt ist da alles rundherum schön bunt. Und eine Sache, was mich da persönlich ein bisschen ärgert, ist das, und ich zoome da mal rein, dass die Decals ein bisschen dick sind. Und das heißt, dass wir da einen ganz leichten Rand haben, den ich jetzt natürlich mit Farbe kaschieren könnte, um da einen fließenden Übergang zu bekommen, aber da traue ich mich ehrlich gesagt nicht heran, und Leute, die das können, die verdienen meinen Respekt. Für mich ist das momentan noch nichts. Aber mit dem Ergebnis bin ich eigentlich zufrieden. Man sieht es ja eigentlich nicht so stark, hauptsächlich halt oben an diesem Schild mit den Bandmitgliedern. In der Kabine selber hat sich auch ein bisschen was getan, aber das sieht man jetzt nicht mehr. Wegen dem blende ich euch jetzt ein Bild dazu ein. Ich habe da ein paar Poster reingeklebt. Das hat zwei Gründe. Einerseits, dass ich da Löcher hinten habe, beziehungsweise dass ich da hinten habe ich Chromteile reingesteckt, da hinten drin, dass man die nicht mehr sieht. Und zum anderen war auf der Decke oben ein Text eingedruckt, also dieser typische Revell-Text, der da eigentlich immer drin steht, und wegen dem habe ich das abgedeckt. Jugendfrei ist das Ganze natürlich auch. Wegen dem gibt es keine nackten Damen zu sehen, sondern der Rody hat sich ganz seiner Lieblingsband und Arbeitsgeber verschrieben und wegen dem hat er ein paar KISS-Poster aufgehängt. Dann geht es auch schon weiter mit der Außenseite. Wie ihr da seht, habe ich da diverse Chromteile angebracht. Wir haben da einen Auspuff, wir haben oben die zwei Hupen. Dann haben wir oben noch so Lichter. Das einzige, was da jetzt noch fehlt, sind die Rückspiegel. Die habe ich aber absichtlich noch nicht dran geklebt, weil ich kenne mich. Und die kommen bei mir sowieso immer als letzter dran, weil ja. Da oben ist auch wieder wie bei den Blinkern gearbeitet worden. Es ist verchromt und dann mit klar orange, und da hinten habe ich das gleiche mit zwei roten Lampen. Ich hoffe, man sieht die. Hinten sind zwei rote Lampen. Da ist auch zuerst mit dem Chrom gearbeitet worden und dann mit einer Schicht klarrot. Ja, bevor ich es vergesse, die Windschutzscheibe. Und ja, die Scheibenwischer sind da ja angegossen und hoppala. Und ich wollte das ein bisschen mit meinen Malkünsten kaschieren, dass man das nicht so stark sieht. Und zwar habe ich versucht, die ein bisschen zu verschmutzen. Ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Ging ein bisschen in die Hose. Der Radius stimmt nicht ganz und alles. Und das Blöde dran ist, ich habe das erst gemerkt, wie alles schon fix verklebt war. Ja.
Ich habe mich da genug geärgert, aber jetzt ist der Puls wieder im Normalbereich. Ja. Ja, und schlussendlich ist dann einfach alles da noch auf das Fahrgestell, das kennt ihr ja schon, einfach nur drauf gesteckt, und ich habe das dann aber noch mit dem Tamiya Extra Fin Kleber fixiert. Somit ist der erste Teil von diesem Modell fertig. Dann nochmal von der Seite, da nochmal von vorne, da ist ja jetzt auch noch der, ja, sieht man das? Jawohl, auch der Kühlergrill und so alles drinnen. Und dann nochmal auf dieser Seite mit dem Auspuff. Also, jetzt ist der erste Teil von dem Modell schon mal fertig. Wie geht es jetzt weiter? Natürlich ist jetzt der Anhänger dran oder der Unterbau vom Anhänger, und auf den ersten Blick hat die Gussqualität da anders oder besser ausgeschaut wie von dem ganzen Teil jetzt. Das habe ich auch im Unboxing ja schon angesprochen. Wer das Video noch nicht kennt zum Unboxing, das verlinke ich euch jetzt oben in der Infobox oder wie immer in der Videobeschreibung. Der Trailer selber, also dieser Anhänger selber, besteht ja aus einem großen Teil. Das zeige ich euch jetzt einmal schnell. Das ist ja das da, das ist auch wieder riesig. Und da ist auch vorgesehen, dass man das innen ausmalt, also das ist die Innenseite. Das lasse ich aber weg, weil ich das geschlossen darstelle. Also spare ich mir da die Farbe. Aber ja, so weit bin ich ja noch nicht ganz. Ja, wie ihr sehen könnt, fehlt da gar nicht mehr so viel. Dann ist das Modell auch schon wieder fertig. Und das war es auch schon wieder für heute mit dem Baufortschritt vom KISS-Truck. Wer keinen weiteren Teil dieser Baureihe verpassen will, der abonniert doch ganz einfach den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann geht das ganz easy. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Tschüss!